So große Äste wie hier, die würde ich auf mehrere Etappen herausnehmen. Ganz einfach aus dem Grund, dass wenn ich beim ersten Mal direkt am Stamm schneide, nicht durch das Astgewicht die Rinde einreißt und ich eine unnötig große Wunde verursache. Wenn man jetzt solche Äste herausnimmt und mit einer möglichst kleinen Wunde schneiden möchte, empfiehlt es sich, die Schnitte aufzuteilen. Deswegen nehme ich jetzt erst einmal hier vorne einen Teil des Astes weg, dann noch einmal ca. 40 cm neben dem Stamm und schneide erst dann den Ast ganz heraus auf Astring, damit ich keine unnötig großen Wunden produziere. Ich zeige euch jetzt erstmal hier außen, wie man es am besten nicht macht. Wenn man einfach nur von oben nach unten sägt, hat man hier außen ein extrem hohes Gewicht am Ast. Was jetzt passiert, wenn ich nur von oben nach unten schneide, ist, dass meistens die Rinde hier unten stark ausfranst, ausreißt und ich am verbleibenden Holz große Wunden verursache. Das möchte ich natürlich nach Möglichkeit vermeiden. Deswegen wäre es eigentlich klüger, zuerst von unten ein Drittel des Astes einzusägen und dann von oben nochmal leicht nach außen versetzt nachzuschneiden. Und hier unten haben wir jetzt ein perfektes Vorführungsexemplar. Der Ast ist nach unten ausgerissen. Wenn ich diese Wunde direkt am Stamm mache, dann wäre das äußerst schade. In diesem Fall ist es mir egal, zur Vorführung perfekt, denn ich schneide den Ast ja sowieso gleich noch weiter hinten ganz heraus. Jetzt zeige ich euch hier, wie es richtig geht. Ich schneide zuerst den Ast circa ein Drittel von unten gerade ein und anschließend leicht versetzt noch einmal von oben. Und wenn man das richtig macht, dann hat man hier keine Gefahr, dass etwas ausreißt und dass das Holz, was verbleibt, beschädigt wird. Nachdem das Gewicht hier außen weg ist, kann man jetzt problemlos hier direkt auf Astring schneiden mit einem schönen glatten Schnitt. Auf Astring ist dabei das Stichwort. Ich habe vorher schon erwähnt, dass es wichtig ist, eine gute Schnittführung zu haben. Damit die Wunden hier ideal verheilen, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schneide direkt auf Astring oder ich schneide mit einem 25 cm Stummel. Bei uns im Trockengebiet haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, direkt auf Astring zu schneiden. Vor allem in regenreichen Gebieten kann aber ein Schnitt etwas weiter außen auf einen Stummel Sinn machen. Wenn ich sehr dicke Äste herausschneide oder wenn der Ast, der weggeschnitten wird, eine ähnliche Stärke hat wie der verbleibt, dann kann es auch im Trockengebiet Sinn machen, hier auf Stummel zu schneiden. Hier hinten hat der Baum dann nämlich die Möglichkeit, noch einmal einen Trieb zu bilden. Die Kraft, der ganze Saftfluss, der wird dann im verbleibenden Ast aufgebaut und ich kann 1-2 Jahre später, um eine bessere Wundverheilung zu erzielen, dann den Ast immer noch komplett wegnehmen. Wenn ich diesen Ast jetzt hier auf Astring herausschneide, dann meine ich mit Astring diesen Kragen, den ihr hier seht, den Wulst. Er wird auch gerne als Astkragen bezeichnet. Und eine sehr gute Wundverheilung hat man, wenn man hier am Rand des Kragens, des Wulstes schneidet, aber diesen minimal einschneidet. Und genau das möchte ich jetzt tun.